Hallo zurück aus der Werbung und willkommen auf Channel Zocket, Ihrem Lieblingssender für beste Sportunterhaltung. Wir übertragen Ihre Lieblingsspiele nicht erst live, nein, sondern bereits vor offizieller Live-Übertragung. Deswegen beachten Sie bitte, dass Spielergebnis und Ablauf eventuell noch variieren könnten. Mein Name ist Falco und ich habe heute die Ehre für Sie, den herausragenden Soccer Cup kommentieren zu dürfen. Bei diesem Turnier treten jährlich Trainer aus der ganzen Welt gegeneinander an, um die besten Preisgelder für ihre Heimatstadt abzustauben. Wie sich die Teams schlagen werden, sehen wir aber erst in ein paar Minuten, denn erstmal schalten wir rüber auf das Trainingsgelände, wo sich die Teams gerade noch warm machen. Auf dem Rasen stehen gerade der FC Fortspurg in Blau gegen den VfB Empershausen in Rot. Und das sieht gerade gar nicht gut für Empershausen aus. Kein einziger Ballkontakt. Fortspurg läuft hier einfach so durch und räumt einen Preis nach dem anderen ab. Selbstverständlich hat sich die Turnierleitung dazu entschieden, auch bereits beim Training als Ansporn für die Spieler für jeden Pass die Chance auf unterschiedliche Belohnung zu gewähren. Darunter auch immer der aktuelle Tagespreis, definitiv die Delikatesse des Trainings. Wie diese Herausforderung gestemmt wird, haben wir im Vorfeld Coach Mac Miller, den Co-Trainer vom FC Fortspurg, am Telefon gefragt. Ja, die Versorgung mit Getränken stellt tatsächlich ein Problem dar. Bei diesem Hochleistungssport, den wir hier betreiben, benötigt ein Spieler durchaus mehrere Dutzend Energy Drinks pro Meter, den er zurücklegt. Aber dafür haben wir uns ein ausgeklügeltes System ausgedacht. Außerhalb der Trainingszeiten stelle ich den Spielern einfach bestimmte Aufgaben, die sie erfüllen müssen. Als Belohnung erhält unser Team dann die Energy Drinks, die wir auf dem Rasen verwenden. Außerdem packe ich nach bestimmten Meilensteinen auch noch ein Upgrade des Hotels drauf. Das ist ein zusätzlicher Ansporn. Danke Co-Coach Mac Miller für diesen exklusiven Einblick hinter die Kulissen eines der erfolgreichsten Teams des Soccer Cups. Doch das war noch nicht alles, denn auch die Turnierleitung verspricht Upgrades für die Hotels der Spieler. Und zwar für jedes zweite Tor, was bereits während des Trainings erzielt wird. Und wie aufs Stichwort sehe ich gerade einen langen Pass zu Mickey Medals Mackie vom FC Fortspurg, der sich nun im Strafraum des VfB Empershausen befindet. Kriegt er den Ball hin? Ja, Tor! Er hat ihn reinbekommen und wieder können die Spieler aus Fortspurg ihre Klamotten zusammenpacken, denn sie ziehen in ein noch besseres Hotel. Hier spielen sich Szenen ab, meine Damen und Herren, man glaubt gar nicht, dass wir uns eigentlich noch im Training befinden. Noch ist der Favorit des heutigen Abends aber nicht für das Turnier bereit. Sie wollen noch weitere Spieler für ihr Team anwerben, die sie später im Turnier unterstützen können. Doch mit diesen Skills am Ball sollte das kein Problem werden. Und da haben wir ihn schon. Ein grandioser Pass, der weitere Spieler davon überzeugt hat, sich den Fortspurgern anzuschließen. Das Team wächst immer weiter und landen die Spieler noch weitere solcher Pässe, werden sie auch ihre eigenen Fähigkeiten perfektionieren. Und das steigert immerhin ihre Chance von der Turnierleitung, sogar die doppelten Preise bei einem Pass zu erhalten. Und seien wir doch mal ehrlich, das lässt sich doch niemand entgehen. Scheinbar war das dem FC Fortspurg jetzt aber genug Training. Sie machen sich auf zu ihrem ersten Turniermatch am heutigen Abend. Alle 4 Stunden erhalten sie ein weiteres Turnierticket, mit dem sie zu einem neuen Match zugelassen werden. Und hier zeigt sich nun die Besonderheit des Soccer Cups. Als einziges internationales Turnier dürfen sich die Trainer ihre Gegner selbst aussuchen. Doch wen wählt Co-Coach Miller? Einen leichten Gegner mit sehr hohen Gewinnchancen oder doch lieber eine schwere Herausforderung, bei der es für einen Sieg, aber auch deutlich bessere Gewinne und mehr Punkte für die Rangliste gibt? Und er wählt ein ebenbürtiges Team. Damit hätte heute, denke ich, niemand mehr gerechnet. Jetzt geht es zur Teamaufstellung. Wen seiner Schützlinge wird Coach Miller auf den Rasen schicken? Sein Gegner hat bereits gewählt. Miller sollte also die Fähigkeiten der anderen Spieler im Blick behalten und möglichst effiziente Gegenspieler wählen. Das wird seine Chance auf den Sieg deutlich steigern. Das Team steht. Die Entscheidung ist gefallen. Der Ball wird ins Spiel gebracht. Doch wer trägt den Sieg nach Hause? Nein! Coach Miller hat sich und seine Jungs aus Fortspurg überschätzt. Sie haben die erste Niederlage am heutigen Abend einstecken müssen. Keine Gewinne für den FC Fortspurg.
Doch er versucht es nochmal. Das lässt Coach Miller nicht auf sich sitzen. Er wählt ein schwächeres Team. Eine gute Entscheidung, um erstmal Fuß in der Rangliste zu fassen. Sein Team steht und auch die Chancen auf einen Sieg stehen gut. Wird er wenigstens dieses Match mit nach Hause nehmen können? Ja, das Match und die Gewinne gehen nach Fortspurg. Was für ein Spiel. Damit konnte Coach Miller mit seinem Team bereits ein paar Punkte in der Rangliste gut machen. Doch nur die Besten der Besten werden gigantische Belohnungen mitnehmen können und erhalten die einmaligen Pokale für die Verdienste im diesjährigen Soccer Cup. Doch für heute ziehen sich die Fortspurger erstmal in ihr Quartier zurück. Immerhin ins 3-Sterne-Hotel haben sie es bereits geschafft. Raus aus der Bruchbude, in der sie anfangs einquartiert wurden. Doch zeigen sie sich genauso ehrgeizig, wie wir sie heute bereits beobachten konnten, könnten sie es nach ganz oben schaffen. Die Turnierleitung hält ein, halten Sie sich fest, 10-Sterne-Hotel bereit. Die weltberühmte, die luxuriöse Athlone Abbey. Doch nur die Besten, die Ehrgeizigsten werden es schaffen und werden dafür reich belohnt. Schafft man es hierher, braucht man in der Heimatstadt nie wieder jemanden fürchten. Anerkennung und Respekt über die Stadtgrenzen hinaus. Schafft es Coach Miller mit seinem Team auch weiterhin so erfolgreich zu sein, erhalten sie auch noch zusätzliche Auszeichnungen und Porträts. Außerdem habe ich vom Bürgermeister von Fortspurg bereits gehört, dass sogar ein Arm ihres Event-Hubs an der Küste zur Feier ihres Abschlusses der ersten Aufgaben dekoriert werden wird. Wenn das nicht tolle Aussichten sind. Meine Damen und Herren, ich hoffe, ich konnte Sie auch dieses Mal wieder als Kommentator des Soccer Cups begeistern und freue mich wie immer über Ihr zahlreiches positives Feedback. Und damit gebe ich nun wieder zurück ins Studio.